Nein, heute wird es nicht mehr regnen. Guten Morgen, liebe Leute. Ich fahre jetzt da los von Wilderness Richtung ins Landesinnere. Eine 7-Pässe-Route heißt es, nach Kneisna. Und dann geht's zurück in die Berge Richtung Uniondale. Schauen wir mal, was kommt. Das ist jetzt schon unbefestigt, was natürlich große Freude bereitet. Mal schauen, wie viel es davon gibt heute und wie herausfordernd. Also dieses Sträßchen gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Nicht herausfordernd, aber ein paar Kurven. Landschaftlich, naja, aber so kann es lange weitergehen. Das gefällt mir. Mal nicht ganz so breit die Straße, wo man so einfach mit 100 drüber fetzen kann. Hübsch, hübsch, hübsch. Danke, Craig, für den kleinen Abstecher. Da vorne, da muss ein Fahrzeug sein. Das sieht man schon länger. Wenn irgendwo so eine Staubwolke vor einem herzieht. Jetzt geht es dann, so wie mir scheint, wieder steiler runter in ein Loch im Pass. Und da werde ich dann hoffentlich auffahren und überholen können. Weil so ist echt mühsam, sieht man kaum was. Boah, das ist krass. Boah, ich fahre blind. Krass. So ist ja nicht mal an Überholen zu denken. Shit. Der kann blinken, wie der will. Diese Blinker, die sieht man nie. Äußerst mühsam. Ah, meine Güte. Oh Mann, dann kommt er noch auf meine Seite. Boah, jetzt bin ich wach. Das war sowas von staubig, sandig. Und dann die Bremse in den Graben rein. Ach meine Güte, ey. Ich muss sagen, ich habe mich crashen gesehen. Schon eine super staubige Angelegenheit hier. Ja, jetzt ist der erste Schreck ein bisschen verdaut von vorhin. Und ich denke, ich habe die Situation auch gut gelöst, ohne mich hinzulegen. Da war mir jetzt eher der Straßengraben das liebere Stück, als mich hinzulegen im Staub. Ich weiß jetzt, was die meinen mit 7-Pässe-Fahrt oder wie auch immer. Da gehen die Pässe nicht über Berge, sondern rein in Täler. Erst runter und dann wieder hoch. Das ist hier ein Pass. 2 Kilometer lang. Ja, so kommt man dann auch auf die 7 Pässe. Kommt der nächste Pass. Das ist aber ein hoher Pass. Ein tiefer Pass. Mich hatten Leute gefragt, ob das nicht öde sei, alleine unterwegs abends und so. Naja, gibt sicher Momente. Aber meistens hatte ich jetzt irgendwo Kontakt zu Leuten. Und aber ein weiterer wichtiger Punkt für mich, das alleine fahren ist schon ein großer Vorteil. Stell dir vor, diese Straße in der Gruppe, da, der Vorderste hat ja noch Sicht. Und entweder fährst du mit so großen Abständen, dass es dann auch nicht so wirklich als Gruppe wahrgenommen wird. Und du fährst permanent in einer Staubwolke. Du wirst eingestaubt, siehst nichts, Stress. Jetzt wird's aber Urwald hier. Das ist für mich jetzt ein echter Pass, einfach verkehrt rum. Es gefällt mir einfach schon sehr, wenn es ein bisschen schmaler ist, nicht diese breiten Pisten. Fühlt sich irgendwie mehr nach Offroad an, auch wenn das alles gut fahrbare Pisten sind. So was wir in der Schweiz mit Waldwegen haben, die legal befahrbar sind, ziemlich genauso.
Oben westlich, also oben am Himmel westlich, habe ich gesehen, da sind schon die nächsten Gewitterwolken. Eigentlich sind die Gewitter auf morgen Nachmittag angesagt. Ich werde wahrscheinlich heute noch den Loop fahren, den ich eigentlich morgen fahren wollte, die 210 Kilometer. Und mache dann morgen einen motorradfreien Tag. Laufe dann auch nicht Gefahr, da in die Gewitter reinzufahren, die morgen am Mittag angesagt sind. Ein hübsches Pässchen. Ja, und hier auch mal ein bisschen steiler. Mir gefällt das. Was ist das denn für ein Verkehr hier? Oh, da haben wir ein paar Bumps. Ei, das sieht schon sehr nach Gewitter aus. Ei, das ist ein Tag zu früh. Doch eher eine wildere Angelegenheit jetzt. Aha. Jetzt da noch mal richtig steil und grob. Das da vorne, das sieht brutal nach viel Regen aus. Ei, das wäre genau, ja nicht genau diese Richtung. Ich denke, dass die Gewitter noch rüberschwappen werden heute. Sehr labil die Luft, wenn ich mir... guck an. Guck an, das ist doch ziemlich ausgewaschen. Schauen wir mal, ob es hoch auch so ausgewaschen ist. Mal wieder ein paar Paviane. Oh, ein paar. Oh mein Gott. Wunderbar, ich habe ein paar Tropfen am Helm. Ich hoffe echt, dass ich jetzt noch durchkomme. Ich habe überhaupt nicht mit Regen gerechnet heute. Ich glaube, ich habe sie gerade eben gesehen. Mir scheint, das Haus da unten, das müsste das Ziel sein. Ne, das ist sie noch nicht. Autenica Mountain Lodge. Die paar weißen Häuser mit dem Pferd. Oben die 2 Chalets. Gehört, glaube ich, oder da unten sind noch 2 weitere Chalets. Gehört alles zusammen. Und da werde ich jetzt 2 Nächte verbringen. Guten Morgen, liebe Leute. Autenica Mountain Lodge. Da drüben war jetzt für die letzte Nacht mein Zuhause. Ich werde heute wieder zurückkommen. Mache jetzt aber einen Loop, eine 200 Kilometer Rundfahrt. So denn das Wetter wirklich will, weil ihr seht es den Pfützen an. Es hat gestern heftig geregnet. Man hat mir versichert, auf dieser Seite der Berge würde das nicht passieren. Ich kenne mich doch. Ja, jetzt fahre ich die ersten, was sind das, 40 Kilometer wahrscheinlich, eine kleine Straße in diesem Stil. Die wäre ziemlich lehmig. Ich hoffe mal, das hat genug abgetrocknet. Weil wenn ich sehe, dass es zu heftig ist, werde ich dann wieder umdrehen.
Wie schön wäre das hier ohne diese Scheißregen, echt. Und da drüben, da blitzt und donnert es schon wieder. Ja, ich glaube, allzu weit ist es nicht mehr. Wahrscheinlich ja, eine halbe Stunde, recht nicht mal. Das wäre ja echt ein hübscher Fleck hier. Gefällt mir super, diese Straße. Bloß das Wetter mag mich nicht so überzeugen. Tja, und was sagt mir mein Navi, dass ich schon bald da bin? Da noch ein paar Kehren. Geiler Canyon. Es ist echt eine geile Straße. Super toll. Geil. Also solche Straßen sind mein Highlight, absolut. Das ist echt ein Traum. Meine Welt. Wie mir scheint, hat es hier noch nicht richtig geregnet. What disgusting weather! What a disgusting weather! Not nice, eh? Not nice, no. Liebe Leute, jetzt, wo es mal gerade nicht regnet, zeige ich euch gerne, wo ich gelandet bin für 2 Nächte. Da sind ein paar Häuser, die gemietet werden können. Wahrscheinlich kann man hier auch zelten, glaube ich, so wie ich das verstanden habe. Ja, ich zeige euch jetzt mal dieses alte Farmhaus. So sieht das hier aus. Eine alte Wassermühle. Die alte Mühle ist zu einer Bar umgebaut. Es ist ein riesiges Gelände. Und da winkt der Hausherr. Ingo. Er ist seit über 20 Jahren hier. Ja, richtig. Und Jimmy hilft ihm gerne bei der Hand. Ein guter Freund. Guter Freund, hi. Ja. Ja, und das ist der Pool, da war ich gestern schon mal drin. Hier haben wir eines von 4 weiteren solchen Häusern. Da kann man auch gerne mal ein paar Tage ausspannen, würde ich sagen. Ich habe hier gerade einen weiteren Bewohner auf der Anlage entdeckt. Ich weiß nicht, ob das ein wilder Bewohner ist oder ob der zur Anlage gehört. Das ist ein echt großer Brummer. Hier haben wir das Haus der Gastgeber, Ingo und Giselle. Da sieht man schon, wie großzügig diese Anlage ist. Naja, wo Wasser ist, sind hier auch viele Frösche und die hört man nachts. Das sind anscheinend ganz kleine, bunte Frösche und die pfeifen eher wie Vögel. Und jetzt haltet euch fest. So, haben wir hier links den Kamin. Der ganze Raum mit dem großen Bett. Da haben wir hier eine vollständig ausgebaute Küche, Kühlschrank. Dann geht es hier ganz, ganz dunkel Richtung Klo. Da ist auch kein Licht. Die Badewanne aus Stein, Lavabo. Auch wenn das Wetter scheiße ist, sorry für den Ausdruck, aber ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass es mir nicht gut gehen könnte. Ich werde jetzt mal ein bisschen mich zurücklehnen. Ciao. Viel Spaß. Dankeschön. Schön.
Guten Morgen, ich verlasse jetzt die Autenica Mountain Lodge. Nochmal Richtung Norden. Ihr seht, das Wetter, das beglückt mich nach wie vor nicht. Der Weg Richtung Plettenberg wäre zu lehmig, um in dieser nassen Zeit da drauf zu fahren. Da hat man mir empfohlen, doch nochmal diese wunderbare Strecke, die ich gestern kurz befahren bin, diese nochmal zu fahren durch den Canyon und dann Richtung Osten zu halten. Es ist wunderschön, diese Canyon, echt. Mache ich natürlich gerne. Wäre natürlich viel, viel geiler im Sonnenschein, aber wenigstens regnet es im Moment nicht. Ich sehe da hinten, da fahre ich ja dann über einen kleinen Pass, der ist noch in Wolken gehüllt. Ja, da wird man dann wahrscheinlich nicht sehr viel sehen. Ich möchte nicht wissen, wie das bei schönem Wetter aussieht. Es ist schon jetzt eigentlich mein Lieblingspass. Der ist so schön eng, gut zu fahren, 2, 3 ein bisschen ruppigere Stellen. Es ist einfach geil. Echt geil, dieses Stück. Ich bin nicht sicher, ich habe keine Regensachen an. Soll ich die jetzt anziehen oder nicht? Wie nass wird das? Wieso lasse ich mich nicht für Regen bezahlen in trockenen Gegenden? Es wird heute nicht regnen. Oben haben wir schon bald wieder blauen Himmel und ich bin sowas von angepisst. Nass werden ist das eine, auf diesen Straßen fahren, ich kann keine Pisten fahren. Das war der Grund, dass ich hierher gekommen bin. So, trotz Regen oder nass habe ich mich jetzt da auf diese Straße gewagt. Im Moment war das alles sehr, sehr einfach zu fahren. Keine Ahnung, was mich da vorne noch erwartet. Da scheint es irgendwie noch über ein Pässchen zu gehen. Canyon vielleicht. Bisher eigentlich alles super einfach. Ich hoffe, das bleibt so. Naja, ein bisschen schöner dürfte es werden, aber ich lasse mich jetzt überraschen. Ich hoffe vor allem, dass es trocken bleibt. Das war jetzt Lehm. Zu spät gesehen, um mich zu erschrecken. Ist ja eigentlich wunderhübsch, ne? Der Regen hätte wohl früher kommen sollen. Bin ein Jahr zu spät, ne? Ich wollte ja auch kommen letztes Jahr. Ja, da wurde schon viel Material reingespült. Und das sieht sehr, sehr glitschig aus, ja. Ist es auch. Rot, Schwarz und Gelb ist das, was schwierig wäre, meinte Ingo. Ja, das ist jetzt eher heftig. Jetzt hoffe ich mal, dass ich durchkomme und da nicht nochmal hoch muss. Mit Rollen geht das gut. Am Gas weiß ich jetzt nicht genau. Es ist einfach Sand hier. Besser Sand als Lehm. So, es ist mir zu krass. Ich werde die Übung hier abbrechen. Also da geht's bis zum Bachbett und dann sandig alles. Und dann habe ich jetzt eben ein Auto, das gekreuzt hat, gefragt und er meinte, weiter vorne wären Lehm, Knöchel bis knietief. Das sage ich, nee, no way. So, jetzt auf geht's, Daumen drücken, Leute. Im Grunde genommen ist das einfach ein Bachbett. Ja, das war jetzt eine der heikelsten Passagen. Nichts für Schreien, das ist auch nicht ohne. Einfach Lehm und super, super rutschig. Da muss man echt Balance halten. Okay, das ging ja bisher super flockig.
So, da haben wir noch so ein schmieriges Stück. Eine kleine Schräglage und es zieht hier einfach das Vorderrad weg. Ja. Gerade gemerkt. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, wie ihr auf Schnee fahren würdet. Da war ein Schild flat, überflutet. Ich glaube, ich habe gut daran getan, nicht weiterzufahren. Und hier ist schon wieder echt. Gefällt mir nicht. Ich wollte jetzt mal schauen, wie weit ich komme. Also ich versuche jetzt von der anderen Seite da in den Canyon reinzufahren, der dann zurück zu dieser Hauptstraße geführt hätte. Nur damit ich das auch mal gesehen habe. Ja, der Regen der letzten Tage war nicht ohne. Da ist schon einiges zusammengekommen. Ich bin jetzt schon wieder auf halbem Weg da zum Abbieger auf die Straße, wo ich vorhin war. Im Moment ist das ja alles easy. Stellt euch vor, wie schön das wäre bei schönem Wetter. Echt geil wäre das. So, das hat jetzt 10 Minuten gedauert. Da wäre ich links hergekommen und rechts führt es, glaube ich, nirgends hin. Aber das wäre ja alles machbar gewesen. Ich hatte das Gefühl, ich schaue jetzt da, fahr da mal nochmal hoch. Hier haben wir ein bisschen Rot, ein bisschen Clay, aber das ist nicht so schlimm. Ich verschreie es jetzt mal nicht. Ja, okay. Diese Straße, die wäre das Problem geworden, ja. Ja, ich merke es jetzt hier. Das wäre kein Vergnügen gewesen. Das ist echt alles super weich, wie Schnee auf Schnee. Ich kann sagen, wenn du dich hinlegst, legst dich weich. Das ist jetzt schon heftiger. Also genau bis hierhin ging es absolut problemlos, locker flockig. Aber da, es war doch noch ein Stück mehr. Ich habe wohl 2 Drittel gemacht gehabt. Ja, das wären dann schon noch mal 8 Kilometer oder sowas gewesen. So, auf Clay, also ab Lehm, ja. Ich bin froh, habe ich abgebrochen. Diese Ecke habe ich gesehen, die nächste werde ich auslassen. Naja, so toll das ist, dass immer ein Bett schon gebucht ist, aber flexibel bleiben, wettertechnisch lässt sich so nicht. Ja, irgendwie hat sich dann das doch so ergeben mit Craig Marshall von MSA Travel Africa. Schaut euch das Wetter an, okay? Ich habe Sonne im Nacken, aber da drüben alles verpisst. Aber heute wird es nicht mehr regnen, nee. Liebe Leute, Dr. Traktor ohne Motorrad, sprich ich bin nur gerade 15 Kilometer von Storms River zum Storms River Mouth gefahren. Das ist die Mündung dieses Flusses, der sich tief einschneidet hier in das Gelände. Die Mündung, die sehen wir da hinten. Und da gibt es eine Brücke, eine Hängebrücke, einen Fußgängertrail, der dahin führt. Das werde ich jetzt machen. Über diese Brücke musst du gehen. Hast du das wohl? Ein klein wenig schaukelt das.
also schon sehr, sehr hübsch. Was mir vor allem gefällt, ist, diese Aussicht ist einfach ein Hammer. Echt geil, der schmale Canyon, wo sich der Storms River durchzwängt oder eingegraben hat. Da haben wir die Brücke nochmal. Ein hübscher Fleck. Ein weiterer hübscher Fleck hier am Storms River Mouth Trail. Dann machen wir ein paar Schritte nach vorn. Schwenkt mal die Kamera. Dann haben wir den nächsten hübschen Ausblick. Ich war nun schon mehr als 2 Wochen in Südafrika und hatte noch keine der Big Five gesehen. Dies sollte sich in den nächsten Tagen ändern. Guten Morgen, liebe Leute, und ihr merkt es an meiner Laune an. Es herrscht eitel Sonnenschein. Es ist super Wetter, super Motorradwetter. Es ist eher feuchtwarm. Es soll ein traumhafter Tag werden. Es ist einfach krass, dieser Wechsel. Da, wo ich hinfahre, da warten wir jetzt 33 Grad oder sowas. Ich hatte die letzten Tage nie über 20. Das ist dann schon ein harter, schneller Wechsel. Wir sehen hier jetzt die Tsitsikamma-Kette. All diese Berge, wo einige Flüsse entspringen. Das ist eigentlich sehr nah am Meer und trotzdem erreichen die ziemliche Wucht. Von der Fahrt entlang der Tsitsikamma-Kette und später ins Landesinnere nach Edo blieb mir nur wenig haften. Zu wenig Kurven, kaum landschaftliche Höhepunkte und bloß ein paar wenige Kilometer unbefestigte Straße waren dabei. Ich habe da eine spezielle Brücke gesehen, die muss ich jetzt auf Fotos festhalten. Ja, das scheint mir genauso zu sein, wie ich gedacht habe. Eine Wasserüberführung. Endlich gibt's mal sowas wie Kurven. Ich bin jetzt knapp 2 Stunden unterwegs. War bisher sehr, sehr langweilig. Aber hier haben wir noch mal was Spannendes. Da muss ich vielleicht mich mal noch mal für ein Foto hinstellen. Bei Uitenhage war ich erstaunt, dass ich quasi ein Neubau-Township sah und leider auch tief ergriffen, wie weit der Wind die Abfälle in alle Himmelsrichtungen trug. Das ist jetzt schon ziemlich krass, sehe ich so zum ersten Mal. Echt kein schöner Anblick. Oh, das sieht ja übel aus. Meine Güte. Endlich mal ein bisschen unbefestigt. Ich freue mich. Es war bisher doch jetzt so ziemlich eine langweilige Fahrt, offen gesagt. Chassa! Sieht man mal wieder die Weite des Landes. Es ist warm und trocken geworden, mittlerweile 30 Grad. Ganz anderes Klima als an der Küste. Schon wieder Ende der Herrlichkeit mit Offroad oder unbefestigt. Ja, das war richtig geil, war das nun auch wieder nicht. So, ich habe es schon beinahe geschafft für heute. Es ist noch nicht mal 1:30. Bin dann jetzt gleich bei der Rosedale Organic Farm. Also die Gegend ist nicht wirklich berauschend, muss ich sagen.
Keith von der wunderbar idyllischen Rosedale Organic Farm war ein unglaublich hilfsbereiter Gastgeber und verhalf mir unter anderem zu einer kleinen Privatsafari durch den Addo Elephant Park. You won't get it into any trouble. No. You'll be fine.